Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe hier eine Etagere stehen, die stammt von meiner Omi. Jedenfalls habe ich jetzt vor, diese Etagere österlich zu dekorieren. Ein paar Materialien habe ich bereits hier auf meinem Arbeitstisch liegen. Das ist Rohrkolben oder vielmehr getrockneter Rohrkolben. Der stammt aus meinem Garten, den habe ich vor ein paar Wochen geschnitten. Dann habe ich hier noch ein Paket Tilansien. Einige kennen die auch unter dem Begriff Curly Moos oder auch Dschungelmoos. Ja, und dann haben wir hier noch 3 Osterhasen. Aber ich denke, ich werde jetzt auch mal die Perspektive für euch wechseln. Dann könnt ihr das Ganze gleich besser sehen. Ich werde jetzt als erstes meinen Rohrkolben einarbeiten. Den muss ich mir aber auch noch ein bisschen zurechtfriemeln. Den verteile ich jetzt auf allen 3 Etagen. Ich stecke den hier auch mal so unten drunter. Und überschüssiges Material kann man nachher auch einfach abschneiden. Also alles, was hier so hinaushängt, wenn euch das zu viel des Guten sein sollte, wie gesagt, einfach dann mal abschneiden. Ich muss aber jetzt hier wirklich erst einmal nur so grob drumherum. Oben auf der letzten Etage mache ich jetzt natürlich ein bisschen weniger Rohrkolben drumherum. Ja, mal eben selber gucken. Ja, der ist teilweise sogar noch ein bisschen nass, mein Rohrkolben. Der ist jetzt seit einer Woche, glaube ich, geschnitten. Ein bisschen Erde war da jetzt auch noch dran, aber so schlimm ist das jetzt auch nicht. Und hier unten, da mache ich jetzt ein bisschen mehr. Das ist ja auch die größte Etage, so nenne ich es jetzt einfach mal. Meine Oma hat die Etagere früher genutzt, um da zum Beispiel Pralinen drauf zu drapieren, kleine Küchlein. Einige nehmen das auch für so kleine Kanapés. Aber das wird jetzt letzten Endes irgendwo ein bisschen zweckentfremdet. Jetzt geht es hier wieder los mit meinen kleinen Sprachstörungen. Und dann nehme ich das jetzt einfach mal für Osterdeko, weil ehrlich gesagt, so viel Kuchen esse ich jetzt gar nicht, dass ich diese ganze Etagere damit sozusagen befüllen könnte. Okay, soweit so gut. Ich überlege gerade, ob hier oben noch ein bisschen was... Ja, wobei... Ach nee, komm, nicht noch mehr. Das ist jetzt hier dieses Curly Moos. Das kann man sich auch so auseinanderfriemeln, wie man das halt haben möchte. Kommt auch auf alle 3 Etagen. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel. Da kann man jetzt auch drüber nachdenken, ob man das hier komplett einmal drumherum legt oder ob man das nur so ein bisschen halt macht oder nur eine Hälfte damit bedeckt. Macht das einfach so, wie ihr persönlich das am schönsten findet. Jetzt friemel ich mir das Ganze noch mal so ein bisschen zurecht und schneide gleich auch überschüssiges Material schon mal ab. Ich habe mir jetzt noch ein paar Sachen hinzugeholt und dieses Mal werde ich auch ein bisschen Upcycling machen. Dieses Projekt oder Gesteck vielmehr hatte ich vor ein paar Wochen erstellt und davon werden jedenfalls die Weidenkätzchenzweige verwendet werden. Dann habe ich hier noch Zierdisteln, die sind auch mittlerweile eingetrocknet, sehen aber meiner Meinung nach immer noch gut aus. Dann hätten wir hier noch Schleierkraut, ist auch mittlerweile vertrocknet, hat aber wunderbar die Farbe behalten. Das stammt auch aus irgendeinem Projekt, weiß ich selber schon nicht mehr. Das ist eine Azalee, die hatte ich vor etlichen Wochen in meinem Garten mal geschnitten. Was haben wir denn hier noch? Hier hinten haben wir Islandmoos. Das sind hier alles diverse Eier, ne? Alles so Kunsteier, echte Wachteleier, Eukalyptus, Rispenhortensien, stammen auch aus meinem Garten. Eventuell kommen diese getrockneten Möhren auch hinzu. Die hatte ich mal im Sommer gesammelt, sind auch schon etliche Monate alt. Das stammt eigentlich mal von einer Weihnachtsdeko. Hier steht jetzt leider nur dieses Mike Petal drauf. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Das sind so, wie soll ich sagen, so Samenkapseln. Ich zeige es euch mal ein bisschen genauer. Da weiß ich noch nicht, ob ich die auch verwenden werde. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und das hier, das wäre jetzt einfach viel zu schade, das einfach in den Müll zu werfen. Das friemel ich mir dann nachher mal in Ruhe dann hinaus. Und bei dem Schleierkraut habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt noch ein bisschen, wie soll ich sagen, filigraner schneiden. Und das stecke ich dann hier so, je nachdem wie ich es halt haben möchte, stecke ich hier so hinein. Dann bei den Edeldisteln oder bei den Zierdisteln schneide ich auch mal was ab. Lasse da so einen relativ langen Stiel dran. Und dann kann man das hier auch ganz entspannt hineinstecken. Die Ostereier und auch vor allen Dingen die Wachteleier, die werden mehr so hier in der Mitte platziert werden. Beziehungsweise ich achte dann auch darauf, dass die nicht runterkullern können, weil ich wollte die jetzt nicht wirklich mit einer Heißklebepistole befestigen. Dann hat man es halt ein bisschen, wie soll ich sagen, friemeliger, wenn man das Ganze mal wieder abbauen will. Rispenhortensien muss ich auch mal gleich gucken, wie ich mir die zurechtschneiden werde. Ich glaube, die machen sich da auch ganz gut drin. Vielleicht lasse ich die auch so groß, wie sie sind.
steckt die mir auch so ein bisschen zwischen das Curly Moos hinein. Jetzt muss ich natürlich auch noch dran denken, dass ich irgendwann auch mal die Osterhasen hier platzieren werde. Die werden dann nachher, wenn ich das Ganze dann innerhalb der Wohnung platzieren werde, natürlich wieder hinuntergenommen werden, damit sie nicht kaputt gehen. Das ist jetzt nachher eine Deko, die ist für meine Mama gedacht. Die hat die Etagere letzten Endes gefunden. Und die war jetzt, ich weiß gar nicht wie viele Jahre bei uns im Keller. Ja, und so hat er ja nochmal einen neuen Look. Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen auch für euch beschleunigen. Mal ein kleiner Zwischenbericht für euch. Ich habe bisher die Rispenhortensien, die Zierdisteln, das Schleierkraut, getrocknete Möhren und diesen Zweig meiner Azalee eingearbeitet. Jetzt werde ich als nächstes das Islandmoos in diese Zwischenräume einarbeiten oder vielmehr hineinstopfen. Bei den Weidenkätzchenzweigen hat sich jetzt, ja was heißt Problem, kann man jetzt auch nicht sagen, hat sich jetzt gezeigt, diese ganzen kleinen Puschel fallen alle ab. Die streue ich dann nachher einfach nur so hinauf. Und ich denke, den Eukalyptus werde ich jetzt weglassen. Weiß ich jetzt an dieser Stelle selber noch nicht, ob ich den einarbeiten werde. Und ja, zu guter Letzt kommen dann halt noch die Eier hinzu und vielleicht noch diese Hülsen. Ne? Muss ich einfach mal gucken, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickeln wird. Viele Sachen entscheide ich einfach wirklich erst im Laufe des Erstellens. Also die Eukalyptuszweige werde ich jetzt definitiv nicht einarbeiten und bei den Weidenzweigen werde ich jetzt per Hand die ganzen Pusche mal einfach abmachen, wenn sie nicht schon teilweise von alleine abfallen, und streue die dann gleich einfach nur so drauf. Bei einigen Ostereiern muss ich auch gleich diesen Aufhänger verdecken. Den wickel ich mir dann so ein bisschen hier unten drumherum und arbeite das Ganze dann ein. Und da muss ich auf jeden Fall auch dran denken, dass ich die Osterhasen platziere. Wenn ich das aber nachher in die Wohnung trage, nehme ich die Osterhasen dann sicherheitshalber mal lieber runter. Nicht, dass die im schlimmsten Fall mir nachher da runterfallen. Vielleicht auch noch hier diese Samenhülsen, da bin ich mir jetzt allerdings immer noch unschlüssig. Die Wachteleier muss ich ja auch gleich nur so drauflegen. Jetzt ist mir eins auch noch kaputt gegangen. Ja, das kann man jetzt auch noch einarbeiten. Könnt ihr ja schon mal sehen, bei den Wachteleiern sehr vorsichtig arbeiten. Die können relativ schnell zerbrechen. Mit der Dekoration mit meiner Etagere bin ich jetzt soweit fertig und ich denke, die ist ganz niedlich geworden. Ich muss die jetzt gleich nur vorsichtig hineintragen. Ja, und eine Sache habe ich jetzt total vergessen, euch mal zu sagen, und zwar, wie groß meine Etagere überhaupt ist. In meinem Fall hat die jetzt in etwa eine Höhe bis hier oben hin von circa 35 cm und der Durchmesser beträgt in etwa, ja, sagen wir mal 24 cm. Und wie bereits erwähnt, die ganzen benötigten Materialien für dieses Projekt werde ich auch wie üblich in der Videobeschreibung eintragen. Und dann werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!